Wir haben keine Zeit mehr, wir müssen zelten. Das Ja. wird eine Grenzerfahrung. Also keine Ahnung, wo wir hier zelten sollen. Wie schön ist das bitte hier? Das ist ja unglaublich. Geil. Boah. Die Berge. Diese gelben Wiesen und diese weißen Berge. Das ist absolut geil. Voll schön. Hallo. Aqua? Aqua? Ah, die kleine aber nur, ne? Tomato Sauce. Falls ihr euch mal gefragt habt, wie wir in den Läden klarkommen, ohne die Landessprache zu sprechen, das ist das Ergebnis. Where are you from? From Germany. Germany. German. Weiß ich nicht. Yes. Müsste da hinten vielleicht auch oder was? Ja. Wegen meiner Mütze. Ja, wegen deiner Mütze. Sieht ihm lustig aus, deine Mütze. Ja, sorry an alle. Und schau mal, was macht ihr Was machst du denn hier? Willst du hier in Kosovo abbrennen? Was passiert hier gerade? Ach, irgendwas ist hier schon komisch. Nee, jetzt wird's langsam. Denkst du, die Zuschauer lachen sehr über deine Mütze? Mal, jetzt hör doch mal auf mit meiner Mütze. Willst du dich mal im Spiegel angucken? Ich muss mich ja zum Glück nicht sehen. Guck mal in die GoPro-Spiegel vielleicht so ein bisschen. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Guck deine Hände an. Ja, keine Ahnung, was ich heute angestellt habe. An alle italienische Zuschauer, ich bitte euch nun abzuschalten. Es folgen obszöne Szenen, die verstörend sein können. Boah, ist echt verstörend. Es tut mir echt leid, aber so machen wir Deutschen das. Nee, wir haben keinen Bock, so viel Wasser zu verwenden. Deswegen. Oh Mann, richtig bescheuert. Jetzt gerade als wir hier wieder losstarten wollten vom Essen, ist mir aufgefallen, dass meine schwarze Daunenjacke nicht mehr hinten dran ist. Wo sie eigentlich hätte sein sollen. Und ich habe sie heute echt das erste Mal nicht angebunden, weil sie so richtig gut gehalten hat. Aber ja, als ich dann was anderes abgemacht habe, muss die irgendwie locker geworden sein. Und ja, jetzt ist sie nicht mehr hier. Hast du gefunden, dass Haus? Wir haben die Jacke wieder. Gibt's doch nicht. Mega. Vielen Dank für die Hilfe aus Albanien. Ja, mega. Was über mir? Was heißt das? Guten Appetit. Ah, Ja. okay. Guten Appetit. Guten Morgen. Wir sind hier bei einer albanischen Familie, die uns gestern aufgenommen hat, freundlicherweise. Franz hat ihre Jacke hier verloren und da haben wir gestern das halbe Dorf aktiviert hier. Und durch 10.000 Telefonaten und irgendwelchen Dorfdraht ist die Jacke zurückgekommen, zum Glück. Und da war jetzt auch Genial, also wirklich. wichtiges so Zeug toll. drin. Und die Familie hat für uns gekocht, Ostereier gemacht, schlafen lassen und die war so freundlich. Also. Und der Herr hat auch gestern noch stolz seine Hühner, Hasen, Kühe, Bienen, irgendwas gezeigt. Also es ist halt wirklich hier sein Bauernhof und Gemüsegarten und so weiter. Ja, da kommst du angedackelt. Die sind halt hier noch echt Selbstversorger, ne? Also die haben ja alles,
was sie eigentlich essen, kommt fast ausschließlich von denen. Und der Mann hat mir gestern erzählt, für Strom zahlen sie halt gar nichts, für Wasser 2 Euro im Monat. Es wird halt auch ein einziger Raum beheizt. Und hier ist das echt noch richtig krass mit dem Rollenbild Mann und Frau. Ne? Also die Frau macht Haus, Mann arbeitet. So, und wenn der Mann nach Hause kommt, muss Essen auf dem Tisch stehen. Die Tochter war gestern total erstaunt, als ich gesagt habe, dass Hans dass er selber den Abwasch macht. So. Ja, weil die Frau macht Abwasch. Das ist völlig normal hier. Und ja so, was? Dein Freund, also dein Mann macht einen Abwasch und das war ganz unbegreiflich für die, ne? Und dass ich koche oder irgendwie sowas. Und ja. Faszinierend. Ja. Oder so, was, bei euch gibt es mehrere beheizte Räume? Ja, das kann doch nicht sein. Ja, voll krass. Ich glaube, so heute entsteht bei uns mehr Abgase als bei einem Auto. Keine Ahnung, was da gestern im Essen drin war. Wir haben so Flatulenzen. Boah, also gestern gab es solche unreifen, eingelegten Tomaten. Die waren so kohlensäurig, also ganz komisch und also war auch nicht lecker. So haben wir beide echt eklig gefunden. Aber boah, wir haben beide einen Luftdruck drauf. Brutal. Es kommen immer wieder mal solche Bunker hier zum Vorschein. Also ich denke mal halt so ein Schützenbunker. Franzi kam zwar ja auf die Idee, es sei ein Pizzaöfen. Weil auf dem Feld standen so 5 5 Bunker und die so, hey, da haben sie bestimmt damals Pizza drin gebacken. Ja, jetzt sind wir 1 Kilometer vor der Grenze. Drüben ist Kosovo. Genial. Wer hätte sich gedacht, dass wir so ein Panorama in Albanien und Kosovo finden? Ich? Achso, ich dachte, jetzt einschlagen. Bei nächster Möglichkeit rechts halten. Yeah, thank you. Have a nice day. Ciao, ciao. Eine schöne Bude nach der anderen. Das jetzt gerade könnte genauso gut Bayern sein. Ja, wirklich. Hier sind keine schlechten Häuser, nur Neubauten. Schöne Dinger. Und ja, ich war ja vorgestern schon in Kosovo, ich weiß, wie es in der Stadt aussieht. Boah, da geht's heftig zu. Also, ja. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Von jetzt auf gleich ist hier ein Chaos. Oh, ich liebe das. Keine Ahnung, wer Vorfahrt hat, der winkt. Ja, sehr gut. Danke dir. Der auch, super. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. In dieser Stadt war Hans ja schon 2 Tage zuvor, um einen Drucker für über 1000 Euro zu kaufen. Ja, das war eine Sache, ey. Nee, es war auf jeden Fall ein Riesenerfolg, das Projekt. Und insgesamt, muss ich kurz schauen, sind 676 Euro Spendengelder von euch reingekommen. Wirklich vielen, vielen Dank für eure große Unterstützung. Danke. Das ist echt mega geil. Das ist jetzt schon fast über die Hälfte nach einer Woche. Super Sache. Ja, und es sind auch einige Schuhspenden reingekommen. Darüber freuen sich die albanischen Kinder auch sehr. Oh ja. Also vielen, vielen Dank auch dafür. Ja. Und er ist nicht wundern, dass ich hier ein bisschen mehr Suppenfilter habe und sowas. Mittlerweile sind wir im Irak schon angekommen. Die Videos sind immer ungefähr 2 Monate im Verzug ungefähr. So schaut es bei uns jetzt gerade aus. Aber ja, dazu dann natürlich in 2 Monaten. Nicht so viele Spoiler. Ciao, ciao. I make this meat fresh every day. Wow, you see it by yourself? Myself. Oh, okay. I don't buy in the factory. It's homemade. Der sieht so saftig aus und Franz hat fast die Krise bekommen wieder mal. Weil kein Essen und so.
Ja, wenn bei Franzi Energie ausgeht, ist sie unausstehlich. Ja. Gut, wie schmeckt's denn? Gut, mega. Schmeckt richtig lecker. Der hat gerade einer angehalten vom Kosovo. Ja. Der in Logisch. Deutschland lebt. Logisch, der in Deutschland lebt. Der hat gemeint, dass Jakov, wo wir gerade durchgefahren sind im Weltkrieg, also im Kosovo-Krieg, am schlimmsten bombardiert wurde. Dass da fast nichts mehr übrig war. Dass auch sein Lehrer zum Beispiel gestorben ist dabei und sowas. Und der wollte uns halt einladen. Aber wir mussten jetzt ablehnen, weil wir müssen heute echt nur nach Riesen kommen, in die größere Stadt. Und wir wollen nicht mehr zurückfahren. Wenn es auf dem Weg gewesen wäre, klar geht, aber wenn wir zurückfahren, wäre echt schade. Kosovo wie Albanien, die Menschen sind so Herzlich. krass nett, also alle hupen fröhlich, alle feuern an und es macht echt Spaß hier zu fahren, das ist geil. Wir stehen jetzt hier vom Supermarkt, nur eine Pause gemacht und da kam jetzt gerade eine Frau raus, hat uns erstmal ein paar Sachen geschenkt, 2 Flaschen, ein bisschen was zu essen. Also jeder will uns hier einladen und Albanien, Kosovo ist genial. Die Leute sind so freundlich. Es ist immer geil, in neuen Ländern irgendwie die Spezialitäten zu probieren. Bombika, weiß nicht, was es genau ist. Boah, das ist ja mega geil. Ja? Was Boah. ist das? Was ist das? Wie so ein rohes Walnussplätzchen. Oh, mega geil. Boah. Boah. Guten Morgen. Moin, moin. Ja, heute geht's auf einem Berg auf 1500 Meter hoch. Hoffentlich, mal gucken, ob es klappt. Da hinten kommt schon ordentlich Regen runter. Und ja, wir sind eigentlich den ganzen Tag Regen haben heute. Und auf der Höhe meldet es eigentlich auch Schnee. Bin ich sehr gespannt, ob wir heute voll in den Schnee reinfahren. Wäre schon irgendwie geil. Sage ich jetzt. Ich finde es auch nur du. Was echt krass ist, dass die hier nicht heizen. Also die haben einen Raum meistens, der beheizt ist und die ganzen anderen Räume nicht. Und hier in diesem Hostel war es jetzt zum Beispiel auch so, dass wir einfach keine Heizung in unserem... Schöne 3 Grad Wohnung. Ja, ich habe mit dem Schlafsack geschlafen, weil es mir mit den Decken zu kalt war. Und es ist richtig krass. Ja. Da schlummert man in der Nacht so schön vor sich her und dann kommt Franz mit ihren Eisbratzen. Ja. Wie so eine Schlange. So. Und wenn wir im Zimmer aber irgendwas machen, muss ich eine Mütze aufsetzen und die Downjacke anziehen. Ja. Das sieht so komisch aus. Ist echt kalt. Dieser Berg hat ja 1000 Höhenmeter und ja, die Strecke ist halt bescheiden, ne? Ist alles Schotterpiste bis hoch. Deswegen kommen wir gerade ziemlich langsam voran. Franzi mampft gerade klassisches Pita, wie immer, oder halt Burek. Wir waren ja gerade in der Bäckerei und es gab genau das,
Das haben wir gekauft und jetzt ist die Bäckerei leer. Da ganz oben am Waldesrand, da blitzt der erste Schnee durch. Juhu! Franzi freut sich enorm drauf. Wir sind ja auch voll auf dem Dorf oder im Berg hier. Und das ist halt dann eine Schule im Kosovo, ne? Die schaut halt so wesentlich viel besser aus. Es scheint, als wäre im Kosovo wirklich doch auch ein höherer Lebensstandard den Häusern zu urteilen, weil in der Stadt oder in beiden Städten, wo wir waren, gab es fast nur gute Häuser eigentlich, ne? Also immer relativ, aber einiges besser als in Albanien oder Bosnien oder sonst wo. Schnee! Juhu! Erstmal die Franzi vertraut mit Schnee machen. Das ist Tradition hier im Kosovo, Schneetaufe. Nein! Wo ist mein Zielwasser? Was hier für Buden stehen. Wie so in einem bekannten Wintersportort. Also vielleicht ist ja ein bekannter Wintersportort, aber ich kenne ihn nicht. Hier kommen sie überall mit ihren Snowboards und Skier runtergefahren. Bin sehr gespannt, weil bisher sieht es noch sehr schneefrei aus. Das erste Mal seit 2 Stunden, dass man hier was sieht. Ist ein bisschen aufgezogen, der Nebel. Aber doof, dass es immer noch regnet. Ich würde echt Schnee bevorzugen. Ja, also, man muss sich nur kurz beschweren und dann funktioniert's. Jetzt schneit's. Schon nach 6 am Abend, es soll die ganze Nacht schneien. Ja, ihr seht, wie viel Schnee liegt. Und Franz hat gerade nachgeschaut, die Unterkünfte kosten hier über 70 €. Da können wir nicht schlafen. Das heißt, wir schlafen die Nacht im Zelt. Keine Ahnung, das wird richtig hart. Ich weiß echt nicht, wie ich machen soll, weil ich friere sonst schon oft. Also ja. Wir haben keine Zeit mehr, wir müssen zelten. Das wird eine Grenzerfahrung. Also keine Ahnung, wo wir hier zelten sollen. Oh fuck, ist das kalt, Alter. Auf der Seite liegt viel mehr Schnee als auf der anderen. Boah, wo sollen wir pennen, ey? Schon fast um 7. Es wird schon dunkel. Oh, ist das was hier oder ist das nichts? Das ist halt echt Matsche. übelst die Matsche. Und dann irgendwie hier hin. Oder hier so. Aber guck mal, da ist doch noch nasser. Oder? Ich weiß nicht, ich will vielleicht alles so ein bisschen flach treten. Franzi hat sich schon ein paar Mal gefragt, aber ich frage mich das erste Mal, was machen wir hier? Also ich stand gerade unseren Zeltplatz aus. Sollen wir das so machen oder was? Ich weiß nicht, ich
denke halt, dass wenn es mal festgedrückt ist, wird es eher eisig als nass. Wie macht man das denn im Winter? Ich weiß es nicht. Hast du schon mal im Winter gezeltet? Macht das Sinn? Wie schläft man denn im Winter am Zelt, Alter? Keine Ahnung. Ist das dumm? Ist das dumm? Es war meine Idee, aber ich weiß nicht, ob die irgendwie Sinn macht. Da steht das Zelt. Ich habe auch wieder keine Ahnung, ob das da Sinn macht. Ich denke, ich habe eine kleine Mauer gezogen, damit halt nicht so reinwindet. Wenn es schon kalt ist, muss auch nicht windig sein. Ja, wie man hört, es graupelt. Und jetzt? Ich weiß auch nicht. Nee, Aber uns ist warm, gerade noch. Uns ist jetzt gerade noch warm. Ich finde, das Wichtigste an dem Tag ist, dass ich diese Schneemauer gebaut habe gerade. Keine Ahnung, ob die was bringt. Das ist wie damals so als Kind so. Heute hat man eine Entschuldigung, nicht Zähne putzen zu müssen. Ja! Gruß an den Zahnarzt geht raus. Ja. Nee, mal gucken, wie die Nacht wird. Hoffentlich nicht zu feucht. Okay, das war unerwartet komisch. So eine Kacke. Franz hat gerade gemerkt, dass sich so Wassermulden oben auf dem Zelt gebildet hat, weil es so pisst. Schon wieder. Und wir haben irgendwie keinen Plan, ein Zelt aufzubauen. Nein. Jetzt kommt nichts mehr, aber jetzt hat sie gerade drauf gedrückt und da kam richtiger Fluss. Oh. Oh, Scheiße, nicht schon wieder. Was machen wir denn jetzt? Ich habe jetzt echt keinen Bock, nochmal aufzustehen Nein. und das zu spannen. Das können wir echt nicht machen. Guten Morgen. Ja, es ist jetzt um 6. Hat die ganze Nacht durchgeschneit. Aber leider regnet es jetzt wieder. Und der Schnee wurde halt voll schwer. Da muss man die ganze Zeit dagegen hauen, dass der Schnee irgendwie runter geht vom Zeltdach, weil es hat immer so eine Gule gebildet. Keine Ahnung, wir haben keinen Plan, Zelt aufzustellen. Wir müssen uns mal ein Video anschauen oder so. Auf jeden Fall, Jetzt fängt es langsam an rein zu tropfen. Ja, jetzt müssen wir heute aufbrechen nach Nordmazedonien, nach Skopje. 70 Kilometer im Regen. Es soll den ganzen Tag wieder regnen. Uns geht die ganze Zeit runter zu, also müssen wir echt gucken, dass wir uns warm halten. Ja, also wird kuschelig kalt. Mal gucken. Nicht die schönste Kombi. Aber cool, wir haben eine Nacht im Schnee gepennt. Yay! Das ist der ganze Schnee, den wir runtergeschoben haben in der Nacht. Ja, der hat es auch ganz gut eingeschneit. Boah, hätten wir wenigstens Handschuhe, gell? Aber die sind halt gestern schon glitschnass geworden. Natürlich die Nacht nicht getrocknet. Boah, es geht so steil runter die ganze Zeit, was eigentlich ganz cool ist. Aber ja, die Hände werden halt brutal kalt. Mega geile Lösung, Tankstellenhandschuhe. Es ist so warm. Alter, es hat sich so gelohnt, die mitzunehmen. Wir
wir hatten jetzt ein paar spannende Tage im Kosovo. Jetzt geht es hier gleich weiter nach Nordmazedonien. Das war es jetzt aber mit diesem Video. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ja, bei der Gelegenheit wollten wir uns mal ganz herzlich bei Door-Out bedanken für die Top-Ausrüstung. Also die haben wir jetzt in den letzten Tagen im Kosovo auf jeden Fall gebraucht. Door-Out ist ein Ausrüster für Zelte, Isomatten, Schlafsäcke, die Klamotten, die wir anhaben. Unsere Radtaschen haben wir daher. Also rund um das Thema Outdoor. Und ja, wir haben uns kurz vor der Reise mit denen getroffen. Das war richtig herzlich. Die fanden unser Projekt recht cool und wir haben dadurch unsere Ausrüstung zum Einkaufspreis bekommen, was uns wirklich total geholfen hat. Und ja, Door-Out ist echt eine tolle Firma. Die hat einen super Kundenservice und auch gute Preise. Wenn ihr da interessiert seid oder was bestellen wollt, könnt ihr gerne machen. Wir haben einen Link bei euch reingepackt und haben nochmal alles aufgelistet, was wir für eine Ausrüstung dabei haben. Also vielleicht schaut ihr mal vorbei. Aber jetzt war's mit dem Gequatsche. Bis zum nächsten Video.